Grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sollten Sie Dog Special schon etwas länger verfolgen, wird Ihnen natürlich schon aufgefallen sein, dass ich hier häufiger Videos präsentiere, welches hauptsächlich auf zukünftige Ersthundebesitzer abgesehen haben. Viele tolle Menschen spenden an Tierschutzhäuser oder übernehmen Patenschaften für arme Langzeitinsassen und ähnliches. Videos wie das heutige sind mein Versuch, Hundeleid zu verhindern. Ja. Als ich noch in Wien lebte, der Stadt, in welcher ich aufgewachsen bin, erkannte ich ein Pärchen im Besitz von 2 Hunden. Ein mittelgroßer und ein großer Rüde waren das, gut gehalten und geführt von den Besitzern. Dieses Pärchen war berufstätig und lieferte beide Hunde täglich morgens in der Hundetagesstätte ab, um sie spät nachmittags dann nach Dienstschluss wieder abzuholen. Ja. Einer dieser Rüden war auf regelmäßige Zugabe von Medikamenten angewiesen, der andere war völlig gesund, doch musste er mindestens 3-mal im Jahr zum Hundefriseur. Mit beiden Hunden wurde am Wochenende auf einem mir bekannten Hundeabrichteplatz trainiert. Nun, dieses Pärchen trennte sich. Er zog aus, die Hunde blieben bei ihr. Und dann begann das Leid. Ja. Während er gut verdiente, hielt sich ihr Verdienst eher im sehr überschaubaren Bereich auf. Und mit einem Schlag wurde die Hundehaltung für sie zu einem finanziellen Überlebenskampf. Passen Sie auf, liebe Zuseher. Die Verfrachtung in die Hundetagesstätte war ein unbedingtes Muss. Diese Rüden schlugen alleine zu Hause an, ja, und sorgten deswegen zu früheren Zeiten häufig für heftige Proteste unter den Nachbarn. Ja, nicht nur die Kosten dieser Einrichtung stellten eine enorme Belastung für sie dar. Auch der Transport dorthin wurde etwas zu kompliziert. Sie mussten Tickets für die Hunde, für die öffentlichen Verkehrsmittel lösen. Auch dazu, stellen Sie sich vor, Sie sind eine Frau, führen 2 stattliche Rüden an der Leine und müssen mit diesen problemlos in von Menschen überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zeitgerecht eine Einrichtung erreichen, um dann auch noch zeitgerecht in die Arbeit zu kommen. Stress. Ne? Ja. Sie tat das einige Zeit lang, wurde dann nach Dienstschluss immer von einer Arbeitskollegin mit dem Auto mitgenommen zu dieser Hundetagesstätte, um ihre Hunde abzuholen, und wurde dann auch von der Arbeitskollegin wieder nach Hause geführt. Doch mit der Zeit wurde das zu viel, nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch. Wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel überfüllt mit Leuten, die in der Früh in die Arbeit fahren, sie mit 2 staatlichen Hunden und so weiter. Ja. Daraufhin beschloss sie, ihre Mutter, die damals schon in Pension war, um Hilfe zu bitten. Die half ihr auch und fuhr täglich vormittags in die Wohnung, wo die beiden Rüden anwesend waren, und ja, verbrachte dort die Stunden, bis ihre Tochter nach Hause kam. Ja. Die monatlich zu zahlende Haftpflichtversicherung und die jährlich anfallende Hundesteuer waren für sie nicht so ein großes Problem. Das Futter war es. In Partnerschaft wurde dieses von ihm mit dem Auto geholt und die Kosten wurden hier aufgeteilt zwischen diesen beiden. Nun musste sie liefern lassen und alleine damit klarkommen. War so. Und Sie wissen, ein mittelgroßer und ein großer Hund können hier schon einiges an Menge konsumieren. Ja. Um sicherzustellen, dass es hierbei aufgrund finanzieller Nöten niemals zu Engpässen kommt, beendet sie sogar ihre Mitgliedschaft am Hundeabrichteplatz, auf welchem natürlich ebenfalls ein Mitgliedsbeitrag anfällt. Dieser ist zwar eher im günstigen Bereich zu Hause, normal, ja, doch auch hier hätte sie Tickets lösen müssen für den Transport der Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin und so weiter. Außerdem wurde der Besuch beim Hundefriseur von 3-mal im Jahr auf 1-mal im Jahr von ihr aus finanziellen Gründen reduziert. Ja, damit sie die notwendigen Medikamente für den mittelgroßen Rüden weiterhin kaufen konnte. Ganz klar, das war wichtiger als die Hundefrisur.
Sie kennen also, diese Frau kämpft ja plötzlich finanziell um ihr Leben, damit es ihre Hunde weiterhin gut bei ihr haben. Ja, Hunde kosten Geld, wissen wir. Manche mehr, manche weniger. Der Erwerb, der ist das kleinste Problem. Manche Hunde werden verschenkt, andere um 2.500 € beim Züchter gekauft. Es folgen die Grundimmunisierungsimpfungen, ja, wenn sie noch nicht vom Züchter vorgenommen wurden. Und Impfungen kosten im Schnitt zwischen 50 und 70 € und sollten alle 1 bis 3 Jahre aufgefrischt werden. Doch häufig bleibt es nicht bei Grundimpfungen. Ja, manche Hunde werden monatlich geimpft, werden monatlich Medikamente verabreicht. Zytopoint-Spritze gegen Allergien zum Beispiel. Eine 40 Milligramm Zytopoint-Spritze kostet Ihnen monatlich zwischen 110 und 120 €. Nur als Beispiel. Ja. Natürlich benötigen Sie auch Ausrüstungsgegenstände. Ein gutes Brustgeschirr um etwa 50 € oder ein halbwegs gutes Halsband zwischen 20 und 30 €. Gute Leinen kosten schnell mal 50 €. Futter und Trinknapf zwischen 10 und 40 €. Spielzeug, auch hier sind schnell mal 50 € ausgegeben. Hundebetten, da beginnen wir bei 20 € und wenn Sie Ihren Hund besonderen Luxus bieten wollen, da legen Sie gleich mal 250 € hin. Ja. Ihr Hund sollte gemeldet werden. Es fällt damit Hundesteuer an. Grundsätzlich keine große Sache. Schauen Sie, Vito kostet mir aktuell nach aktueller Erhöhung der Hundesteuer jetzt 35 € Steuer im Jahr. Das ist gar nichts. Ja. Doch gibt es Fälle, in welchen Halter Ihres Listenhundes hierbei 1.200 € Hundesteuer jährlich hinblättern dürfen. Ja, speziell in Deutschland kennen wir einige solcher Fälle. Ist so. Ja. Und wenn Sie gescheit sind, dann schließen Sie eine Haftpflichtversicherung für Ihren Hund ab. In manchen Fällen ist das sogar Pflicht, soweit ich weiß. Hierbei beginnen wir mit günstigen 3 € pro Monat, doch manche Hundebesitzer haben Haftpflichtversicherungen, die ihnen 50 € pro Monat kosten. Schauen Sie, Vito ist auf eine Schadenssumme von 6 Millionen € versichert. Da ist die Haftpflichtversicherung für meinen Hund ist da inkludiert in der Haushaltsversicherung und kostet uns im Monat für ihn umgerechnet knapp 3 €. Ja, aber wie gesagt, hier gibt es auch andere Modelle, die weit teurer sind. Tierarztkosten sind enorm. Viele Hundebesitzer schließen Krankenversicherungen ab. Ja, kleine Absicherungen gegen Tierarztkosten beginnen bei etwa 30 €. Da haben Sie etwa 350 € Selbstbehalt und sind bis zu 2.500 € Tierarztkosten im Jahr abgesichert. Größere Pakete hier kosten gleich mal das Vierfache. Und wir wissen, dass der Besuch beim Tierarzt nicht zu den, finanziell freundlichsten Dingen der Welt zählt. Ja, also eine größere OP kostet Ihnen hier gleich mal mehrere tausend €. Solche Krankenversicherungen für Hunde zahlen sich aus, wenn sie im Besitz einer Hunderasse sind, die dafür bekannt ist, öfter mal Wehwehchen vorzuzeigen. Extrem gezüchtete Hunderassen, häufig in der Kategorie der Molosser zu Hause oder der Bulldoggen. Sie wissen, was ich meine, ja. Hier zahlt sich so eine Krankenversicherung häufig aus, ja. Kostet aber alles recht viel Geld. Vielleicht wollen Sie in die Hundeschule. Mit Einschreibgebühren um 100 € und jährlichen Mitgliedsbeitrag von etwa 60 € können Sie rechnen. Ist nicht unbedingt viel, aber auch Kleinvieh macht Mist. Oder sind Sie gar an Einzelstunden mit Privattrainer interessiert? Nun dürfen Sie ganz schnell etwa 70 € pro Stunde in die Hand nehmen. Ja, günstiger sind die nicht. Ja. Sie können Ihren Hund vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht alleine zu Hause lassen, während Sie in der Arbeit sind. Kann sein. Ne? Ich habe von Hundetagesstätten gelesen, welche Ihnen 10 € pro Tag verrechnen, was ja nicht wirklich so wild ist. Doch rechnen Sie es hoch. Mal 5 in der Woche und das Ganze mal 4. Also da sind Sie schnell mal einen Batzen Geld los. Ich weiß aber auch von derartigen Einrichtungen, die 50 € pro Tag von Ihnen wollen. Eventuell sind Sie im Besitz einer Hunderasse, welche geschoren oder getrimmt gehört. Zumeist wird man mit diesen Hunden mindestens 3-mal im Jahr beim Hundefriseur vorstellig. Ja, und außer man macht selbst. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie groß dieser Hund ist. Ja. Und hier bewegen wir uns dann etwa von 25 bis 120 € pro Hundefriseurbesuch. In etwa. Und dann das Wichtigste. Und das ist das Futter natürlich. Ja. Und was füttern Sie? Nass, trocken, barf oder gar alles abwechselnd? Hochpreisiges
Premium-Futter oder Futter, welches günstig, aber dennoch gut ist? Hier gebe ich Ihnen ein Beispiel anhand meines Hundes Vito. Schauen Sie, nachdem mir mein Bandit Barf völlig ablehnt und ich schon häufiger 800 Gramm Nassfutterdosen mit einem Einzelstückpreis von 7 Euro völlig von ihm unangetastet entsorgen musste, haben wir uns auf Futter geeinigt, welches ihm schmeckt, etwa die Hälfte kostet und ihm gut tut. Letzteres sehe ich an seinem Output, seinem Fell, seinem Verhalten und seiner steinharten Muskulatur. Die monatlichen Kosten für Nassfutter belaufen sich bei Vito mit Mitgliedsvergünstigungen auf etwa 90 Euro. Alle 2 Monate wird Trockenfutter im Wert von etwa 70 Euro bestellt, also rechnen wir hier mit 35 Euro pro Monat. Außerdem flattern auch Leckerchen monatlich herein, die ebenfalls etwa 50 Euro kosten. Vitos Ernährung kostet also monatlich etwa 175 Euro. Nur die Ernährung. Ich würde sagen, für einen Hund mit seinem Trieb und seiner Anatomie ist das recht günstig, ja? Denn mit einem größeren, ebenfalls triebigen Hund, so wie meiner ist, der von Ihnen mit hochpreisigem Premiumfutter versorgt oder gar gebarft wird, verdoppelt sich dieser Beitrag auch gleich mal. Ja, ja, liebe Zuseher, natürlich ist mir klar, dass Sie als erfahrener Hundemensch sich dieser Herausforderungen bewusst sind. Ja. Ganz klar. Ich erzähle Ihnen hiermit überhaupt nichts Neues. Aber einigen Menschen da draußen erzähle ich damit eventuell etwas Neues. Und genau auf diese Leute habe ich es in diesem Video abgesehen gehabt. Ja, ganz kurz nochmal zu der Dame, von welcher ich zu Beginn des Videos gesprochen habe. Heute geht es ihr gut, sie ist glücklich verheiratet und hat wieder einen Hund. Biene, falls du mir zusiehst, liebe Grüße nach Wien. Ja, lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.